Wenn du eine Advanced Button Animation in dein Webflow-Projekt einfügen möchtest, dann schau dir das Video an. Mein Name ist Tim, ich bin selbstständiger Webdesigner und lass uns gleich loslegen. Und zwar geht es um diesen Hover-Effekt, diese Hover-Animation, und man kann sehen, egal wo man hier reinhovert, sage ich mal, wird quasi diese Background-Color im Hintergrund ausgerollt, bis der ganze Button quasi ausgefüllt ist. Und die Font Color ändert sich noch, um einfach einen besseren Kontrast zu schaffen. Wie kannst du das bauen im Webflow? Ich zeig's dir. Okay, wir befinden uns hier in einem Webflow-Projekt und zwar in diesem Button Content Wrapper. Ich habe hier schon mal einen Linkblock angelegt mit einem Textblock drin als unseren Button, habe dem Button ein bisschen Padding mitgegeben, ein Radius und also einen Border Radius mitgegeben. Und genau, wie bauen wir jetzt also diese Animation? Und vielleicht ganz kurz nochmal, um das zu verstehen, wir brauchen jetzt quasi im Hintergrund ein Background, der quasi mit dem Mauszeiger mitgeht, und sobald ich über den Button hovere, rollt er sich quasi aus. Das heißt einfach zum Setup, wir brauchen jetzt erstmal unseren Background, also fügen wir in unserem Linkblock hier einfach mal einen Div-Block ein und geben dem die Button Background Klasse, und den würde ich etwas größer gestalten. Geben wir hier einfach mal 30 Rem und eine Hintergrundfarbe. Die habe ich hier schon mal reinkopiert. Und genau, wir wollen ja, dass das quasi rund sich quasi ausrollt. Also brauchen wir hier auch gebe ich hier mal 99 Rem im Radius ein und haben somit hier einen Kreis geschaffen. Okay, jetzt müssen wir den Kreis ja quasi losgelöst vom Button behalten. Das heißt, wir müssen jetzt diesem Button die Position relativ geben. Und damit können wir nämlich dem Button Background, die Position absolut geben. Das heißt, er ist jetzt quasi losgelöst von dieser Buttonstruktur. Und hier behalten wir das alles im Auto, das ist wichtig. Und damit jetzt dieser Background genau mittig auch vom Button ist, geben wir dem Button hier eine Flexbox-Einstellung mit dem Align on Justify Center. So, jetzt wollen wir ja, dass auch die Background Color hinter dem Button quasi verschwindet. Also geben wir dem Button die Einstellung Overflow Hidden. Und wir sehen schon, der Kreis ist jetzt quasi genau hinter dem Button und übertritt quasi die Strukturen des Buttons nicht. Okay, das war eigentlich im Prinzip schon das Setup. Jetzt gehen wir in die Animation. Wir wollen, dass auf der einen Seite, während ich drüber hovere, der Button größer skaliert und von der Transparenz von 0 auf 100% geht, einfach um so ein bisschen einen smoothen Übergang zu schaffen. Und wir möchten ja, dass sich der Button mit dem Zeiger mitgeht, damit der Button sich eben individuell, je nachdem wo der Mauszeiger ist, ausrollen kann. Wie machen wir das? Wir machen zuerst den Hover-Effekt und stellen als erstes die Transparenz der Background Color mal auf 0%. Gehen in den Button, gehen in die Interactions und geben dem Button einen Element Trigger mit dem Maus Hover. Und starten hier eine Animation und wäre jetzt hier für mich der Button Hover In. Und jetzt sagen wir, okay, wenn ich über den Button hovere, möchte ich, dass der Button Background von 0 im Scaling als mein Initial State zu 1 scaled in, sage ich jetzt mal, 0,6 Sekunden in einem Out Quad. Und jetzt möchten wir haben ja am Anfang die Opacity auf 0% gestellt, jetzt möchten wir also auch die Opacity auf 100% packen und geben dem mal eine Duration von 0,3 Sekunden
auch in unserem Out Quad. Und schauen uns das einmal kurz in der Preview an und theoretisch müsste die Hover-In-Animation jetzt schon funktionieren. Perfekt. Speichern das einmal ab und gehen quasi in den Hover-Out. Kopieren uns hier am besten die Animation und ändern hier einfach mal den Namen in Hover-Out. Dann schmeißen wir das Scaling hier raus. Und jetzt möchten wir ja quasi, dass beim Heraushovern es wieder auf 0 skaliert. Das heißt hier auf 0 in, sage ich jetzt mal, ja, 0,3 Sekunden. Und wir lassen mal das Out Quad am besten. Und jetzt packen wir hier unsere Opacity wieder rein, weil wir wollen jetzt quasi wieder auf 0% die Opacity einstellen. Behalten das auch mal bei den 0,3 mit unserem Out Quad und müssten jetzt eigentlich schon die Hover-Animation fertig erstellt haben. Ja, man kann gut sehen, es hovert gut rein und zieht sich dann wieder schön organisch zusammen. Okay, jetzt zum zweiten Teil der Animation und hier müssen wir die Animation in die gesamte, also auf die gesamte Section packen, weil je nachdem, wo mein Mauszeiger hier in der Section ist, soll sich dieser Button Background mit bewegen. Das heißt, wir gehen hier bei der Section, in den ein Element Trigger, Mouse Move Over Element. Gehen da rein und erstellen hier unsere Animation. Button Background Move. Und wir möchten jetzt quasi, dass der Button Background sich auf der X-Achse eben mit dem Mauszeiger bewegt. Das heißt, wir geben dem ein Movement mit und gehen hier auf 50 VW und bei 100% auf ebenfalls 50 VW. Und auf der Y-Achse machen wir quasi das gleiche, geben dem ein Movement mit und nehmen hier minus 50 VH diesmal für die Viewport Height und bei 100% ebenfalls 50 VH. Und wenn man das hier jetzt mal in der Preview beobachtet, bewegt sich der Kreis eigentlich genau jetzt mit dem Mauszeiger, also genau das, was wir haben wollen. Speichern das ab, schauen wir in die Preview rein und wir sehen, egal wo ich jetzt hier in dem Button hinein hovere, die Animation feuert super smooth ab. Sehr cool, ich finde, das wertet so einen Button nochmal extrem auf, hat so ein bisschen so einen spielerischen Touch, finde ich, und ja, gibt dem User einfach so ein bisschen auch so eine spielerische Erfahrung, sage ich jetzt mal. Okay, im letzten Punkt könnten wir jetzt, während wir hovern, die Font Color ändern. Hierfür gehen wir einfach in den Button nochmal rein und geben dem Button ein Hover mit und sagen dem, okay, wenn ich über den Button hovere, möchte ich, dass du deine Typo-Farbe änderst auf, ja, ich sag mal, fast weiß. Und im None-State geben wir jetzt der Animation noch eine Transition mit und sagen, okay, innerhalb von 300 Millisekunden möchte ich, dass du quasi die Typofarbe änderst. Okay, schauen wir rein. Und wir sehen jetzt mit der Animation ändert sich nun auch die Font Color und wir haben unsere Button-Animation erstellt. Wenn du weitere Tutorials sehen möchtest, dann schau dir gerne unsere Videos an. Vor allem, wenn dich das Thema Webflow und Figma interessiert. Bleib gern dran. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.